Das ist Dirk Njawa Daniel, der ist Student an der Deutschabteilung im 4. Jahr jetzt. Ja. Und der ist der Moderator unserer Veranstaltungen. Die Texte, die man in Berlin verliest, sind lustige Texte und ihr haben die Texte, die viele Informationen über unsere Realitäten bringen, aber kritische Texte haben eher, und die meisten unserer Texte sind nicht so lustig, aber... Ja, es war schon eine große Debatte, auch als ich von Deutschland war, als ich zurückgekommen war. Wir hatten eine Sitzung und ich sollte jetzt sagen, weil ich in Deutschland war und bei 4 Lesebühnen war. Und ich hatte mal gesagt, dass die Texte, die wir hier lesen, ein bisschen verschieden von dem, was, man in Berlin vorliest. Weil in Berlin sind es meistens selbst erlebende Geschichte, das, was man selber erlebt hat und was wirklich lustig ist. Lesebühnen sind Bühnenveranstaltungen, bei denen zwischen 5 und 10 Autoren sich einmal in der Woche treffen an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Uhrzeit und ihre Texte vor Publikum vortragen. Das sind meist lustige Texte und Lesebühnen gibt es seit 1989 und inzwischen sind das ungefähr 10 in Berlin, ungefähr 20 in Deutschland und ungefähr 30 in Europa. Der Berliner Autor Falko Hennig wurde im November 2009 vom Goethe-Institut nach Abidjan eingeladen. Er sollte dort sein Wissen über die Berliner Lesebühnenszene weitergeben. Also auf jeden Fall die mit dem meisten Publikum derzeit ist, glaube ich, die Chaussee der Enthusiasten. Die Reformbühne ist die älteste noch bestehende. Ich weiß nicht genau, welches die bekannteste ist. Vielleicht ist es Liebe statt Drogen. Alle Mitglieder der Lesebühnen gastieren bei den anderen Lesebühnen, sodass das schon eine Szene ist, wo sich fast alle irgendwie kennen über ein paar Ecken. Also bei der ersten Lesebühne war es meistens Liebesgeschichte und dann hatte ich auch gesagt, also in Berlin sagt man das oder macht man so, hier könnten wir das machen, aber das, was in Berlin gemacht wird, kann unbedingt nicht hier anpassen. Ja, es kommt darauf an, was man hier erlebt und wie unsere Realitäten jeden Tag vorkommen und wir inspirieren uns von unseren Erfahrungen und die meisten unserer Erfahrungen sind nicht so lustig. Und der Unterschied ist wirklich groß, weil bei uns müssen wir uns 2-mal oder 3-mal treffen, müssen Generalprobe machen, wissen, was vorgestellt wird. Jeder muss seinen Text vorlesen, wir müssen das unter uns hören, wie das klingt. In Berlin kommt jeder mit seinem Text am Tag der Veranstaltung und liest das vor. Ja, Jürgen Witte ist ja normalerweise hier, wie ihr sicherlich wisst, für die Wirtschaft zuständig. Ich habe gehofft, dass er auch heute mit einem Wirtschaftstext beginnt. Weil Jürgen heute nichts zur Wirtschaft gemacht hat, musste ich schnell noch mal was schreiben. In der Pause hier, kurz vor der Veranstaltung. Weil ohne Wirtschaft gibt es keine Reformbühne Heim und Welt. Stellt euch mal einen Börsenonkel in Lumpen vor. Nein. Höchstens vielleicht, wenn die mal Spaß machen. Am Himmelfahrt. Oder wenn einer von den Junggesellenabschied feiert. Ja, dann wird da auch schon mal die Haschpfeife aus dem Laptop-Koffer gezaubert. Und dann geht's rund. Jedenfalls, wie ich schon sagte, ist das eigentlich nichts anderes als Mathematik. Diese Wirtschaft. Hallo, herzlich willkommen, guten Abend, schön, dass ihr alle hier seid. Ich begrüße euch sehr herzlich bei der Reformbühne Heim und Welt. Wir haben heute das erste Mal einen Gast aus Côte d'Ivoire, der heute vorlesen wird. Er hat das erste Mal in seinem Leben Schnee gesehen und, wie wir alle der Presse entnehmen durften, gleich ein Blizzard von apokalyptischen Dimensionen. Und das musste unser Gast aus Côte d'Ivoire gleich miterleben. Er denkt jetzt, dass es immer so ist in Deutschland. Er wird schreckliche Geschichten über uns erzählen. Balous Reise nach Berlin finanzierte das Goethe-Institut.
Seine Bühnenauftritte wurden jedoch vom Netzwerk der Lesebühnenszene spontan organisiert. Balou las seine Texte auf 4 der bekanntesten Lesebühnen vor. Bei den Brauseboys, auf der Reformbühne Heim und Welt, im Kantinenlesen und bei LSD Liebe statt Drogen. Der Abspann kommt. Jetzt kommt von der Elfenbeinküste Balou Janik. Dass ich hier bin, ist eine große Geschichte. Es ist ein Traum, also der sich jetzt verwirklicht hat. Und ich habe mir mal überlegt, also darüber zu schreiben. Von Abidjan nach Berlin. Es war schon Sonntag und ich hatte es schon eilig, zum Flughafen zu fahren. Mich interessierte gar nicht, mich von der Familie, den Freunden und von wem weiß ich noch, zu verabschieden. Hier wohne ich. Hier wohne ich seit 2006 bei meinem Onkel. Der ist aber im Moment nicht da, der arbeitet hier in Boaké. Und die Familie ist hier. Ich glaube, wir sind insgesamt 8. Seine Frau, 2 Kinder, das Mädchen da, ich und eine andere Frau. Würdest du gerne auch mit deiner Freundin zusammenziehen? Ja, aber ja, es würde mir wirklich gefallen, aber es ist ein bisschen christlich. Ich bin Christ, die ist auch Christin und im Moment dürfen wir einige Dinge nicht machen. Also zusammen wohnen können wir uns nicht leisten, weil wir noch Studenten, die ist Studentin, ich bin noch Student. Und wenn man kein Geld hat, ist es wirklich kompliziert, sich wohlzufühlen. Und so für mein Alter, 24 Jahre alt, ich fühle mich schon alt und also schon erwachsen und ich brauche kleine Freiheit und Abhängigkeit. Und wenn man bei Verwandten wohnt, kann man sich nicht vieles leisten. Also man muss früher zu Hause sein, sonst wird die Tür zu. Also zum Beispiel um 22 Uhr, also um 10 in der Nacht. Wenn ich nicht da bin, vielleicht noch im Goethe-Institut oder irgendwo, dann ist die Tür zu. Ja, und das mag ich wirklich nicht. Deswegen will ich also ein eigenes Zimmer haben. Leben ist das Ding, das die Pausen überbrückt zwischen den Orgasmen. Doch ich bin nicht entzückt, denn Sex wird ab 40 Jahren zum pittoresken Gebaren. Ist der Schlüpfer erstmal aus, oh graus, oh graus, oh graus. Aua, ich hab's im Rücken, aua, der Bauch tut drücken, aua, das Knie tut weh, Migräne, Tennis am Hammer, aua, wow. Und ich dachte übrigens, heute widme ich dieses Lied dem Falco Hennig und seinem Bandscheibenvorfall. Willkommen im Club, bei mir war es LDS, was bei dir? Oh, ich weiß auch. Ich bin Schriftsteller, Journalist, Vortragsreisender. Ich bin seit 1995 in der Reformbühne, schreibe alles Mögliche, meist kurze Texte, aber ich halte auch Lichtbildervorträge oder singe manchmal. Und davon lebe ich. Wir hatten kürzlich in den Lesebühnen, in mindestens 3, ich glaube sogar 4 Lesebühnen, Balou zu Gast aus Abidjan, der Hauptstadt von Elfenbeinküste oder Côte d'Ivoire. Und ich hatte das Vergnügen, ihn im November kennenzulernen dort. Und es hat sich eben eine intensive Partnerschaft entwickelt. Darüber wird der Lichtbildervortrag gehen. Und unter anderem ein Beieffekt dieser Lesebühnenpartnerschaft, Berlin, Reformbühne, Abidjan, Lesebühne Freie Feder, ist ein Bild des Monats, das wir uns immer gegenseitig schicken. Und das war das Bild, das Sie geschickt haben, was wir eben kürzlich in der Reformbühne präsentiert hatten. Und ich hatte Ihnen dafür geschickt, dieses hier. Die meisten werden es aus der Presse kennen, das berühmteste Fahrrad
Berlins, hier in der Torstraße, an der Ecke Tucholsky-Straße, stand das, ich glaube, eine Woche lang. Es war umlagert von Fotografen, hat es geschafft in alle Zeitungen. Und das war auch genau in dem Zeitraum, in dem Balou hier war, der eigentlich ununterbrochen gefroren hat. Aber was wollt ihr? Es verwirklichte sich da mein Traum. Und da ich diesen Traum seit 25 Jahren habe, konnte ich mich noch nicht vorstellen, dass er wahr geworden ist. Ja, ich konnte mich vor allen verstecken, aber eigentlich nicht vor dieser Frau, Stefanie Kastner, die mir diese schöne Gelegenheit gegeben hat, meinen sehr alten Traum zu verwirklichen. Mein Name ist Stefanie Kastner. Ich bin die Leiterin der Abteilung Information und Bibliothek des Goethe-Instituts Côte d'Ivoire. Inzwischen habe ich akzeptiert, dass ich 18 sehr große Kinder habe. Und jetzt sind wir liebe Kinder geworden. Genau, das waren sie eh schon immer. Liebe Kinder. Ihr nennt Stefanie Kastner eure Mutter. Ja, die mag nicht, dass wir sie unsere Mutter nennen. Am Anfang war das etwas seltsam für mich, weil wir in Deutschland uns nicht so ganz stark wie hier in der Côte d'Ivoire in Familienbezeichnungen bewegen. Und für mich war dann der Abstand zu den Studenten altersmäßig nicht groß genug. Aber ja, zu den Jüngeren, wenn man rechnet, könnte es schon sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Studenten eigene Texte schreiben und überhaupt keine Möglichkeit haben, diese Texte zu präsentieren vor einem Publikum, weil die Zugangschancen zum Buchmarkt hier relativ schwierig sind, auch weil häufig Veranstaltungsräume fehlen. Einer der Studenten sagte mal zu mir, ich habe was zu sagen, aber ich habe keine Möglichkeiten. Und das war für mich eigentlich der Auslöser, zu überlegen, gibt es nicht ein Veranstaltungsformat für junge Autorinnen und Autoren. Und weil ich die Reformbühne Heim und Welt in Berlin kenne, dachte ich mir, ja, wir könnten eigentlich eine Vorlesebühne in Abidjan gründen. Die Lesebühne Freie Feder in Abidjan findet monatlich statt. Den Veranstaltungsraum und die Technik stellt das Goethe-Institut. Der Eintritt ist frei. Außer den Lesebühnenmitgliedern treten auch 6 bis 7 Gastautoren auf. Einige Texte werden auf Deutsch vorgelesen. Eine französische Übersetzung wird in diesen Fällen auf die Leinwand projiziert. Bonjour mesdames et messieurs, chers amis de la plateforme littéraire Freie Feder, nous sommes très heureux de vous recevoir au Goethe-Institut Côte d'Ivoire. Ok, merci. Peut-être que je vais vous lire les en allemand et dans la lecture vous allez entendre Camotier. C'est juste vous affirmer de tout mon charisme que la couleur rose, c'est vous. Es gibt Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Gemeinsam ist zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, der in der Lesebühne eine große Rolle spielt, und in Berlin ist es eben die BVG oder die Bahn. Es gibt aber auch ganz unterschiedliche Themen, weil die Autoren über Dinge schreiben, die sie eben bewegen und die sie auch sehr kritisch bewerten. Und das ist häufig sind es politische Missstände oder die Verwaltung an der Uni oder Tod spielt eine große Rolle, Armut, Krankheit spielt auch eine Rolle. Die literarischen Projekte der Studentengruppe um Stefanie Kastner finden landesweit Beachtung. Die Studenten besuchen in der zweitgrößten Stadt der Elfenbeinküste den Deutschclub der dortigen Universität, um ihre Erfahrungen weiterzugeben. Aus. Einmal müssen wir zwei auseinander gehen. Einmal will einer den anderen nicht mehr verstehen. Einmal gab es sich jeder weg und jeder geht allein. Wer ist daran schuld? Es gibt keine Schuld. Es gibt nur den Ablauf der Zeit. Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit. Jeder trägt den anderen mit sich herum. Etwas bleibt immer zurück. Einmal hat es euch zusammengespült. Ihr habt euch ihr Hits
seid zusammengeschmolzen und dann erkühlt. Ihr wart euer Kind. Jede Hälfte sieht nun herab, ein neuer Mensch. Jeder geht seinem kleinen Schicksal zu. Leben ist Wandlung. Jedes Ich sucht ein Du. Die Solidarität. Cool. Machen wir noch zweimal. Okay. Ja. Das ist lächerlich. Ich denke, da kann man schon was Gutes draus machen. Ich würde noch so ein bisschen auch Effekte drauf machen, vielleicht so ein Hall und so und Kompressor und sowas. Und das mache ich dann heute Abend schon, dann kannst du, wenn du morgen vielleicht... Ja, ich werde noch mal gucken, dann morgen. Ja. Maccabée, partout. Sinistre. Et quotidienne ribambelle. Côte d'Ivoire, transformée en un état de Dieu. Désagrégation de la nation sous l'appétit cruel d'adversaires politiques omnibulés par la part belle. Avons-nous perdu la raison? Mais pourquoi donc? Mais pourquoi ce beau matin? Des enfants d'une même main. Père, oh, quel mot doux et quel beau mot. Hier sind wir in Bouaké. Das ist die Uni von Bouaké. Diese Uni wurde im Jahre 1992 oder 90 gegründet und wegen des Krieges ist alles ein bisschen zerstört worden. Aber das ist das erste Mal, dass ich hier bin und ich mag das schon. Das ist Michel, meine Schwester. Und wir sind jeden Tag zusammen. Das ist sehr schön. Bist du müde? Schläfrig. Wenig geschlafen? Ja, aber geht jetzt. Ist mal so nicht gut geschlafen. Gestern noch gefeiert? Habt ihr gestern noch gefeiert? Nein, wir haben heute Morgen viel gesungen. Vater Zahnstocher. Excusez-moi le texte en allemand, mais il y a une traduction derrière. Es ist echt ärgerlich, dass ich mich nicht genau daran erinnere, wie alt und in welcher Klasse ich war. Macht aber nichts. Was aber hundertprozentig sicher ist, dass ich noch sehr jung war und im Dorf bei meinen Eltern wohnte. Ich war ein sehr neugieriges Kind. Ich stöberte immer in den Sachen meiner Eltern, vor allem in denen meines Vaters herum. Eines Tages war Vater auf dem Feld. Es gibt viele Leute, die Texte präsentieren wollen, aber nicht alle können auftreten oder wir müssen unbedingt eine Wahl machen. Also wir müssen entscheiden, ob der Text interessant ist, also interessant, lustig oder gut geschrieben ist und ob der Text auch lang oder kurz ist. Also sehr lange Texte brauchen wir nicht. Ja, wenn der Text zu lang ist, ist auch langweilig. Und ich ging in Vaters Schlafzimmer, holte mir einen Stuhl und setzte mich vor seine Schublade. Ich fand darin sehr kleine Wurzeln. Die Wurzeln sahen aus wie Zahnstocher, die wir bei uns gerne kauen. Ich nahm mir also einen und kaute ihn. Er hatte einen speziell guten Geschmack. Gar nicht bitter, aber einfach ölig wie ein leicht geräucherter Fisch. Ich nahm also noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten und einen fünften und einen sechsten. Es waren echt sehr leckere und fetzende Wurzeln. wir sind schon zu viel in unserer Gruppe. 15 oder in Berlin ist es rund 6 oder 5. Warum hast du meinen Zahnstocher geklaut? Fragte er immer noch zornig. Ich sagte nichts. Er fragte mich wieder. Ich sagte nichts. Er fragte zum 3. Mal. Ich antwortete ganz leise, weil sie sehr ölig und lecker waren. Oh mein Gott, wenn man diese Wurzel kaut, wie du es gemacht hast, kriegt man irgendwo und irgendwann einen sehr starken und unkontrollierbaren Ständer. Ich wohne in der Nähe und hier ist die Bushaltestelle. Hier nehme ich jeden Tag den Bus, um an die Uni zu fahren. Oder wenn ich in die Stadt will, hier komme ich, um den Bus zu nehmen. Das ist unsere Uni.
Das ist die Universität Cocody, ist die älteste Universität von der Elfenbeinküste und hier studiere ich. Germanistik studiere ich. Germanistik, das ist Literatur, Sprachwissenschaft und Geschichte. Das ist eine Leidenschaft für mich, also Deutsch zu studieren, Germanistik zu studieren. Mein Name ist Aknimel Ses Augustin. Ich bin Deutschlehrer, seit 10 Jahren hier an der Universität Cocody. Habe lange Zeit in Deutschland studiert und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes gearbeitet. Ja, und jetzt seit 10 Jahren bin ich hier. Ich mochte wirklich die deutsche Sprache gar nicht. Aber dann hatte ich ein kleines Buch, das war lange Zeit bekommen. Da hatte ich wirklich große Leidenschaft für die deutsche Sprache bekommen. Aber jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Das will ich gar nicht verstecken. Also damals hatte ich einen deutschen Lehrer, einen Deutschen, ja, der sehr nett zu mir war und das hat mich dazu ermutigt. Das, was ich gehofft hatte, ist in der Tat nicht. Was hast du gehofft? Oh, ich dachte, das System, also ich wollte wirklich Dolmetscher werden. Also ich wollte von der deutschen Sprache leben. Ich wollte alles mit der deutschen Sprache machen. Also das war mein ganzes Leben. Und dann habe ich gesehen, dass die Deutschen selber wirklich selten hier bei uns sind an der Elfenbeinküste. Auch das System an der Uni erlaubt nicht, was anderes zu machen, außer Lehrer zu werden. Ich möchte wirklich nicht Lehrer werden. Ja, haben Sie einen deutschen Lieblingsautor? Ja, Georg Büchner, ein engagierter Junger, der leider zu früh verstorben ist. Aber der könnte also das Lesen seiner Werke könnte für unsere Studenten von großem Nutzen sein. Denn er ist ein Revolutionär, einer, der immer für Veränderungen in der Gesellschaft ist. Zum Beispiel der hessische Landbote, wo die Reichen kritisiert, die das Feudalsystem anprangert. Das alles brauchen wir hier. Diese damaligen Umstände in Europa, das sind die aktuellen jetzt in Afrika. Und das Lesen solcher Werke könnte auch dazu beitragen, in unserem Verhalten etwas Positives mitzubringen. In Abidjan wurde ich in Empfang genommen von den Germanistikstudenten, es ist ganz verblüffend, es ist in den meisten Ländern nicht sonderlich sinnvoll, Deutsch zu lernen. Besonders unsinnig ist es eigentlich in Elfenbeinküste, das war halt französische Kolonie und die können so perfekt Deutsch, es ist ein kleines Wunder. Sehr typisch ist für Elfenbeinküste sind urinierende Männer am Straßenrand. Also das ist schon ein kultureller Unterschied. Meinst du? Ja, meinst du nicht? Also ich kenne Gegenden in Berlin, da wird das genauso gehandhabt. Aber du könntest Autor werden, der auf Deutsch schreibt. Ja, aber dann muss ich vielleicht in Deutschland leben, also nicht hier. Und Wenn ihr sagt, gibt es keine Zukunft. Ja, also hier spricht man Französisch und wenn ich auf Deutsch schreibe, wer will das lesen? Das hat keinen Sinn. Die Deutschen vielleicht. Ja, ist ein guter Traum. Kann man sagen. Ja, Autor werden macht mir schon Spaß, aber dann muss ich glaube, in Deutschland leben. Ja. Und weiter bei der Lesebühne machen. Warum nicht Mitglied der LSD werden oder Brauseboys oder Telefonbühne?
Vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Damit Frieden wird die Solidarität. Vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Vorwärts nicht vergessen die Solidarität. Damit Frieden wird die Solidarität. Auf, ihr Völker dieser Erde, eigentlich euch in diesem Sinn, da sie jetzt die eure Werte, die große Lehrerin. Mich als Europäer überraschte beim Besuch der Lesebühne in Abidjan das Zusammengehen von Lebensfreude und existenziellen Themen wie Krieg und Armut. Bei Balous Auftritten in Berlin war das für mich nicht erkennbar. Auch nicht beim Austausch der Bilder des Monats zwischen der Reformbühne Heim und Welt und der Freien Feder, die dem jeweiligen Publikum auf der Leinwand gezeigt werden. Da haben Sie diesen Monat dieses Bild geschickt und wir haben dieses Bild zurückgeschickt. Das wird in Abidjan projiziert, so wie Ihr Bild hier. Nous échangeons des photos avec la Folie Bühne en Allemagne, Reform, Heim und Welt. Voilà, c'est ce que nous mangeons pour pouvoir. C'est un gâteau appelé Erdbeerkuchen. Les Allemands se rencontrent en général l'après-midi et assis au café. Und wir hoffen, dass wir diesen Brauch noch lange beibehalten, weil es sind einfach sehr schöne Ergebnisse, die da. Hoffentlich denken Sie jetzt nicht, dass man immer so einen Helm aufsetzen muss. Die Stimmung im Flugzeug war cool, aber das Essen war einfach scheiße. So blöde Sachen, die gar nicht schmeckten. Ich hatte dann plötzlich an meinen lieben Reis gedacht, den ich vom 1. bis zum 31. esse. Ja, ich esse gerne Reis und deswegen bin ich auch vielleicht fast immer verstopft und kann das Klo nur einmal in Woche brüsten. Essen ist häufig ein Thema in Balous Texten und auch in Gesprächen mit den Studenten in Abidjan. Ein Grund dafür ist wohl die Bedeutung dieses Themas im ivorischen Alltag. Also ich habe da eben einen Workshop über Lesebühnen gegeben und durfte da bei der Gründung dieser Lesebühne Freie Feder mit dabei sein. Und unter anderem gab es einmal pro Tag dann Essen und das führte, weil die doch sehr hungrig sind, aus einfach Armutsgründen zu ganz verblüffenden, euphorischen Reaktionen immer. Hat euch das was gebracht, dieser Workshop? Ja. Ohne das könnten wir nichts hier machen. Weil was hat Falco da gemacht bei dem? Alles, der hat uns alles beigebracht, was für Texte man lesen muss. Ja. Und wir hatten es richtig gut gegessen. Wow. Gut gegessen? Ja. Aha. Gut gegessen. Frühstück, Mittagessen. Ja. Wow. Sie werden also Wörter wie Plakali, Pulo und Bissap hören. Plakali, das ist eine ivorische Speise. Pulo, das ist Ochsenhaut. Bei uns essen wir viele Tiere. Also das ist normal. Ochsenhaut kann man auch essen und das ist lecker auch. Ja, LSD war super. Ja, LSD war super, wirklich. Und hier ist die sind ein bisschen ruhiger, sind ältere Leute, viele Touristen und so. Ja. So, wir müssen jetzt hier links lang. Müssen wir links, okay. Wir müssen noch den Text von Balou ausdrucken. Er hat nur 2 Texte dabei, wir brauchen aber 3 Texte. Was für ein Test ist das denn? Gehackt. Herzlich willkommen zum Kantinenlesen. Ist jemand heute von außerhalb von Berlin angereist? Ja, okay, auch, ja. Okay, aus Dortmund. Sehr schön, sehr schön. Das Kantinenlesen ist ja das Gipfeltreffen der Berliner Lesebühnen. Das heißt, jede Woche treten hier verschiedene Autoren der Berliner Lesebühnenszene, aber auch ein paar Special Guests auf. Es gibt ein Ritual. Ritual ist, dass ihr hysterisch applaudiert, wenn ich jetzt sage, wer heute mitmacht. Auch wenn ihr die Namen noch nie in eurem Leben gehört habt, tut einfach so, als ob ihr totale Fans seid. Wir probieren das gleich mal. Zum ersten Mal haben wir heute einen Gast aus der Elfenbeinküste. Einen kräftigen Applaus für Balou. Man bringt mir die Speisekarte, aber ich verstehe nichts. Ich suche aber trotzdem weiter. Ich muss gar nicht zeigen, dass ich mich nicht auskenne. Sonst ist es eine große Schande. Zumal schöne junge deutsche Frauen gegenüber sitzen, die mir fortwährend ins Gesicht blicken, wie eine Pythonschlange, die eine Beute fixiert. Das ist ein Text über meine Reise nach Weimar. So, ich wollte wirklich Weimar sehen. Und dann habe ich rumgehört, wo man da hinkommt. Dann habe ich die Mitfahrgelegenheit benutzt. Unterwegs fragte er mich, was wollen Sie in Weimar?
Sehr wichtig, antworte ich. Ich will Goethe und Schiller besuchen und ihnen einen lieben Gruß von der Elfenbeinküste sagen. Ah, okay, sagt er. Ich war so beeindruckt, diese Stadt zu sehen und bin froh, also das gemacht zu haben. Ihr wisst ja, dass die Vorleser immer nach der Lesung noch in den Schusterjungen gehen. Das ist ein Restaurant, Deutsche Küche. Da wird es auch viele Leckereien für Balu. Ich freue mich schon auf sein Gesicht, wenn wir ihm Eisballen servieren. Es war sehr schön. Wir hatten das erste Mal jemanden aus Afrika. Einfach nur Pommes? Nur Pommes. Also ich glaube, es funktioniert eigentlich immer, wenn es so ein bisschen so eine kulturelle Differenz gibt, weil die sowieso humorlastig ist. Gurkensalat? Ja. Das esse ich auch. Er hat ja auch super gelesen, wobei ich manchmal nicht wusste, lachen die Leute jetzt, weil er so fremd ist und dann hier die Themen aufgreift, die so von hier sind, oder lachen die wirklich über den Witz. Aber ich habe dann am zweiten Text gemerkt, es ist schon der Inhalt, wie er das rüberbringt. Ist genau wie wir, oder? Blutwurst. Blutwurst? Nee. Das ist die ganz speziellen, Blutwurst, Eisbein. Also, auch Kohlroulade. Was für Blut? Was Blutwurst ist? Ich dachte auch, er ist viel älter und dann war ich so, ey, wow, so ein knackiger junger Typ. Eigentlich so ist es Blut, mit Blut, aber mit Fleisch und das ist dann so braun und es ist, also sowas ich mag das auch nicht. Dann lieber Pommes, oder? Wie war es denn gestern im Kantinenlesen? War super, war Ja? gut, ja. War gut. Der Dan Richter ist wirklich toll. Ja, ist der hab ich gemocht. Ne? bestaussehendste Autor von allen. Ja. Dan Richter. Ja, oder wer sonst? Ja, Balu. Du zum Beispiel. War gut. Nur bei Brause Boys gab es nicht so viele Zuhörer. Also Witze gibt es überall, Musik gibt es überall, Geschichten gibt es überall. Also das sind Gemeinsamkeiten und dann gibt es natürlich lokale Unterschiede und aber dass so etwas über die Kontinente hinweg mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede hat, das habe ich durchaus bei der Abidjaner Lesebühne sehen können. Weil da eben bestimmte Geschichten sowohl deutsch vorgelesen, sehr gut funktionierten, als auch projiziert an der Wand. Hier in Berlin hat man kann das schon verstehen, die Lesebühne hier hat eine weitere große Dimension, die vielleicht bei uns klappen könnte auch. Ich weiß nicht, vielleicht wird nochmal Falco nicht einmal an die Elfenbeinküste. Das wäre klasse. Und wir werden versuchen, das noch zu verbessern. Am Anfang war die Idee nicht so richtig verstanden, ich glaube, weil wir hatten für die Gründungsveranstaltung meistens nur Gedichte und über Liebe, sowas. Als eben Balu hier in Berlin bei den verschiedenen Lesebühnen zu Gast war, haben seine Geschichten auch sehr gut funktioniert. Also, und das hat sicher jetzt nicht hauptsächlich damit zu tun, dass er das jetzt irgendwie gelernt hat in diesem Workshop, sondern weil es eben was Allgemeines ist, was eben über die Grenzen der Kultur hinweggeht und uns Menschen vielleicht weltweit gemein ist. Der Kernpunkt von der Vorlesebühne, also etwas Lustiges machen, weil ich glaube, die Leute, die da sitzen, müssen Spaß haben, nicht so stressig irgendwo sitzen, dann nervige Sachen hören oder so. Sie wollen einfach lachen. Unser Ausgangspunkt war eben hauptsächlich studentisches Publikum. Die Studenten hier in der Côte d'Ivoire, die haben so wahnsinnig wenig Geld, dass die sich nicht leisten, für einen Lesebühnenabend Geld auszugeben. Es wäre wünschenswert, wenn eine Lesebühne entstünde, die einen eigenen Ort hat und dann eben nach Berliner Lesebühnenmodell sich selber tragen könnte.
relativ. Ja, es gibt ja im Anschluss für die Besucher der Lesebühne eine Cola und ein Stück Kuchen umsonst. Da war für mich die Frage, ob ein paar von den Besuchern auch einfach wegen der Cola kommen. Ja, das war die große Frage am Anfang, aber wir sind in der Zwischenzeit überzeugt, dass es wegen des Inhalts ist, eindeutig, weil niemand so treu wie unser Publikum Monat für Monat zu uns kommt und eine 2-stündige Veranstaltung wegen einer Cola über sich ergehen lässt. Ja, es gab ganz lange Diskussionen darüber, wie der Cocktail am besten organisiert ist und wie man eben erreichen kann, dass nicht einer 10 Colas trinkt und einer nur eine bekommt. Das ist in der Tat so, dass Cola oder Limo relativ teuer ist und dass es schon was Besonderes ist. Aber es ist trotzdem die Qualität unserer Veranstaltungen. Donc c'est la Archbishop et ça c'est la chorale. Je m'oppose légèrement au président Ticket. C'est tout à fait une chorale méga scientifique dirigée des mains de maître de M. Zikwasi. Herzlichen Dank, wir alle singen jetzt das Abschlusslied der Reformgeheime Welt. So ist der Name hier, in Abidjan, la 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 la. Wir schneiden, wir lesen und wir sind dann so zufrieden, das ist möglich, aber das ist ja super. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeiten. Wunderbar, 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 wunderbar. So sag ich ciao, doch bitte schau noch einmal hinter dich und lach mich an und sage mir, was ist dein Wunsch für mich? Also wir leben jetzt in Krise seit 2002. Erlebt die Elfenbeinküste eine sehr starke Krise. Schwierig, eine Arbeit zu finden. Ja, und für mich, der Germanistik studiert hat, ich wollte Reiseleiter werden für Touristen, für deutsche Touristen. Aber das scheint ein bisschen utopisch zu sein. Und Hoffnung muss ich aber nicht aufgeben. Es wird irgendwann klappen. Und ich werde weiterschreiben. Ich werde weiter meine Geschichte schreiben, immer auf Deutsch.